sofort mit den Gedankenspielen weiterzumachen gegen Edge und Daniel Bryan. Aber die zwei sind routiniert und oh, meine Güte, ja, sofort legt Roman los gegen Daniel Bryan. Und Daniel Bryan ist nicht willkommen in diesem Match von beiden Männern. Ja, der Respekt zwischen Daniel Bryan und Edge ging ziemlich schnell aus dem Fenster. Nun bearbeitet Daniel Bryan den Champion Roman Reigns, schickt Bryan nach draußen und da ist Jey Uso mit dem Superkick. Ja, natürlich erlaubt in dem Triple Threat Match, darf es nicht vergessen, Tim, es gibt keine Disqualifikationen. Keine Countouts, alles erlaubt. Du kannst nur mit Pin oder Aufgabe im Ring gewinnen. Und schickt ihn nach draußen zu seinem Pitbull. Und da kommt Jey Uso wieder mit dem Superkick an. Und da soll mir noch mal jemand sagen, dass Roman Reigns immer zu Recht oder auf dominante Weise gewonnen hat. Es war immer wieder ein Jey Uso. Auf eine Art und Weise. Es ist noch mal völlig egal, wie du es tust, Tim. Aber da musst du nicht rumbetteln um den Respekt vom WWE-Universum und von den Superstars. Er bettelt nicht herum, er holt sich ihn. Und Bryan kommt angeflogen mit dem Topi. Und wieder der Superkick von Jey Uso. Er macht seinen Namen gerecht hier als Right-Hand-Man von Roman Reigns, aber jetzt wird er bestraft von Edge, der es auch meinte, es ist ihm völlig egal, wer ihm im Weg steht, er wird ihn zunichte machen. Und absolutes Chaos gleich an von diesem Match, genau das haben wir uns erwartet in diesem Triple Threat Main Event. Edge außer sich vor Wut nach diesen Attacken von Jey Uso und nun lässt er den Frust bei Roman Reigns aus. Wir haben es gehört, Edge wartete 10 lange Jahre. Er hat gemeint, du kannst dir nicht vorstellen, die Schmerzen, die ich durchstehen musste, dass ich wieder hier stehen kann. Und er sagt auch, er schaute sich dann schlussendlich in den Spiegel und hat endlich den Mann gefunden, der etliche World Champion Titel gewinnen konnte, den Rated R Superstar. Scheinbar immer noch nicht durch mit Jey Uso. Möchte dem jungen Wilden eine Lektion erteilen. Aus Edges Sicht vielleicht gut so. Und das war's vielleicht mit Jey Uso. Execution auf den Stahlstufen. Ja, aber vergessen wir nicht auch, was das für Edge bedeutet. Mit seiner Wirbelsäule musste er auch mit dem Manöver einen Aufprall gegen den Stahl einstecken. Und da nochmal zurück, der Execution. Und er siehst es sofort mit der Wirbelsäule und den Schulterblättern direkt gegen die Stahlstufen. So früh im Match und schon sind alle Körper hier zerstreut. Ja, und jetzt stell dir vor, das Match geht auf jeden Fall noch eine lange Weile weiter. Absolutes Chaos sofort und ich glaube, Jey Uso wird vielleicht nach hinten geschickt. Scheinbar ja nach diesem Execution auf den Stahlstufen. Er ist nach hinten zu den Betreuern. So, Edge macht jetzt aber weiter und geht zurück in den Ring mit Daniel Bryan. Roman Reigns noch immer außer Gefecht. Und Tim, davon haben wir gesprochen, das ist ja das Triple Threat Match. Das heißt, Roman könnte den Titel verlieren, wenn die beiden es zwischeneinander ausmachen. Edge, Ellbogen nach Ellbogen. Natürlich auch der ultimative Opportunist weiß, wie man diese Chancen ausnutzt. Aber Daniel Bryan ist ihm einen Schritt voraus. Ein technisches Genie. Und die Yes-Kicks in der Ecke. Auch Meister der Aufgabenmanöver, das wissen wir von Daniel Bryan. Ich bin mir sicher, er hat einiges geplant hier für Edge. Und Frankenstein, aber Edge rollt sich durch. 2. Bryan jetzt. Und war es das? 1, 2. Ja, nicht ganz genug, um das Match zu beenden, aber nochmal, so hätte Roman seinen Titel verlieren können. Und Roman Reigns probiert jetzt wieder zurück ins Match zu kämpfen, jetzt auf der Ringumrandung. Ich bin mir sicher, er weiß selber, wie eng das schon war vor einem Titelverlust.
Und Edge probiert das jetzt zu verlagern. Könnte auf jeden Fall ganz gefährlich für Edge. Ja, und was jetzt rutscht sich hier Daniel Bryan durch. Ja, ganz genau. Schön gemacht. Brillant gemacht von Daniel Bryan. Klettert nach oben, jetzt hohes Risiko, aber das möchte er einstecken. Da kommt der Dropkick. Bryan sagt es ist womöglich sein letztes WrestleMania. Und er wird alles dran setzen, dass er es als Champion verlässt. Vor 7 Jahren waren es Batista und Orton und jetzt sind es natürlich Edge und Roman Reigns. Whip in, aber Bryan kann schneller umschalten. Hatte eine Antwort auf Edge. Oh, oh, aber abgefangen, abgefangen. Oh! Release Overhead Belly to Belly Suplex von Roman Reigns. Und da kommt Edge mit dem Baseball Slide. Also es ist ein absolutes Hin und Her im Moment zwischen diesen Superstars. Es gibt keinen Vorteil für irgendjemanden. Ich glaube, genau so ein Chaos haben wir uns erhofft, Calvin. Ja, als Zuseher erhofft es natürlich, dass es so chaotisch zugehen wird. Für die Superstars geht es natürlich ein wenig anders, aber jetzt Roman mit Anlauf. Superman Punch! Obwohl er ein Flying Clothesline vertragen. Ich weiß nicht, ob er da ganz den Superman Punch getroffen hat. Nichtsdestotrotz, es war auf jeden Fall effektiv und Roman Reigns jetzt zum ersten Mal im Fahrersitz in diesem Match. Und da soll er kommen, aber Edge! Execution! Execution! Der Hall of Famer hat es immer noch drauf. Ja, das war keine Frage, nachdem er das Royal Rumble Match gewinnen konnte. Von was für einer Startposition, Calvin. Ja, Nummer 1. Und er möchte jetzt Nummer 1 werden, indem er Universal Champion wird und Roman Reigns entthront. Der Spear soll kommen und anstatt trifft der Superman Punch. So, jetzt hat er ihn getroffen, das Ziel hat gesessen und Roman Reigns ist in Fahrt. Roman Reigns möchte anerkannt werden vom WWE-Universum mit einem Sieg hier bei WrestleMania. Edge, rausgekontert, 2. Ja, Reigns kommt noch mal raus, aber schöner Konter von Edge. Oh, beide mit derselben Idee. Beide wollten den Spear zeigen und anstatt wird einfach nur die Schulter von beiden Männern bestraft. Wenn man Edge gehört, die letzte Woche bei SmackDown, sagt er auch, ja, Roman Reigns, du bist eine Kopie von mir. Zuerst bist du reingelaufen. Und Moment mal, noch mal ein Blick hier auf die doppelten Spears. Er sagte, du bist in die Arena reingekommen, so wie ich. Du hast den Spear gezeigt, so wie ich. Du bist eine Kopie von mir und ich werde es besser machen als du. Aber warte mal, Bryan jetzt. Angeflogen mit dem Flying Headbutt. Jetzt nochmal. Zweites Mal vom Penthouse herabgeflogen. Und auch für Roman Reigns. 1, 2. Aber nicht genug. Reigns bleibt noch in dem Match und Bryan wusste, das war eine perfekte Chance für ihn. Nur das muss er machen. Er muss diese kleinen Lücken ausnutzen. Genauso wie er es damals bei Batista und Orton machte. Darf nicht gefrustet werden. Weiterhin konzentriert bleiben. Er nimmt jetzt die Kraft vom WWE-Universum mit, von dem Yes-Movement und legt los mit den Kicks. Hin und her Daniel Bryan in fabelhafter Form. Ja, völlig egal, ob mit dem rechten oder mit dem linken Fuß. Er trifft sie haargenau. Aber Reigns. Running Knee. Das Running Knee. Tritt in den Magen. Den hat man gehört. Und da ist der letzte Yes-Kick. Und was ist das jetzt? Der neue Champion. Ist es genug? Und Reigns
jetzt wieder raus. Noch nicht so weit für Bryan, aber meine Güte, steigt die Spannung hier. Klasse Momente eben gerade von Daniel Bryan. Also es könnte wirklich nicht mehr am Spiel stehen. Das ist diese brutal aggressive Seite von Daniel Bryan. Er sucht jetzt den Yes-Lock, sucht den Yes-Lock. Und da musste Roman Reigns schon einmal mit aufgeben. Der Ringrichter saß damals nicht. Aber diesmal mitten im Ring und man sieht Paul Heyman im Hintergrund. Er weiß ganz genau, wie gefährlich der ist. Klopft Roman jetzt ab. Zieht am Kopf von Roman Reigns. Bryan zieht fester und fester an und da ist Edge. Gerade eben unterbrochen. Rettet das Match für sich selbst natürlich. Das ist natürlich auch die Gefahr von einem Triple Threat Match. Du brauchst Augen in deinem Hinterkopf. Ja, dieses Triple Threat Match zeigt uns wirklich alles, was wir uns bis jetzt überhaupt haben. Und Yes-Lock für Edge. Nun muss Edge im Yes-Lock stecken. Und Bryan zieht an und man sieht sofort, wie besessen im Moment von diesem Sieg ist. Natürlich und ich glaube, Edge gibt auf. Der Nacken von Edge, der ja immer Probleme für ihn bereitete in seiner Karriere. Und da der dominante, der böse Roman Reigns hämmert auf Daniel Bryan ein. Ja, das ist der Ground and Pound, den wir öfters gesehen haben von Roman Reigns. Oh nein! Oh, Powerbomb auf Edge! Ja, und schön langsam verändert sich die Luft hier ein wenig im Raymond James Stadium. Der Champion wieder in Kontrolle. Und genau das hat er sich natürlich erhofft, dass er seine Kraft im Endeffekt ausnutzen kann. Dass die anderen Superstars vielleicht ein wenig ermüdet sind. Und ich denke, Roman überlegt sich jetzt seine nächste Kriegstaktik. Aber hast du gerade eben den Blick gehört, als das Publikum, da rief Roman sucks. Es macht Roman Reigns einfach nur wütender. Ich weiß nicht, wie schlau es ist vom WWE-Universum, wenn sie sich noch wünschen, dass hier ein Edge oder ein Daniel Bryan gewinnen sollte. Ja, Roman wird natürlich alles dran setzen, dass das nicht passieren wird. Blickt hier auf Bryan und hat natürlich irgendetwas vor, was das Ende von Daniel Bryan heißen sollte. Lässt sich Zeit. Oh, schade Bryan an, er kann nicht mehr stehen. Das WWE-Universum beugt Roman Reigns nicht das Knie. Oh, weia! Oh, Powerbomb mit Aussage. Und das war's mit Bryan. Spear von Edge. Von den Stufen ab. Reigns war zu beschäftigt mit dem WWE-Universum. Und Edge nutzte diese kleine Öffnung. Alle drei Männer sind jetzt flach am Boden gelegt. Wer zeigt am meisten Willenskraft? Wer kommt als erstes wieder auf die Beine? Hier nochmal die Powerbomb. Ja, durch den Tisch durchführt Daniel Bryan und besiegelt da vielleicht sein Schicksal. Man sieht, Edge kam dann im Hintergrund angeflogen und mit dem Spear. Der ultimative Opportunist. Heißt er aus einem Grund und nutzte die Chance wirklich perfekt aus. Und die Frage ist, was er damit jetzt anfängt. Kann er davon profitieren? Edge sucht sich
vielleicht eine kleine Hilfe. Natürlich erlaubt in einem Triple Threat Match. Es gibt keine Disqualifikationen. Wir haben es schon angesprochen. Und jetzt mit 2 davon unterwegs. Einer bleibt jetzt erst noch mal draußen, aber Roman Reigns sagt nein. Ja, Reigns hat es jetzt geschafft, den Startschuh noch mal rauszubringen. Jetzt Edge aber mit dem Konter. Aber hast du gesehen, was für eine Kraft er hat? Oh, warte mal. Edge jetzt mit dem Crossface hier mitten im Ring. Fest entschlossen ist Edge. Und muss Reigns aufgeben. Wird Edge jetzt auf diese Art und Weise den Titel gewinnen? Oh, benutzt. Ein Stück von diesem Stuhl. Schau dir die Augen an. Von Roman Reigns das Gesicht. Ja, da muss er es auch abklopfen. Das muss doch endlich genug sein. Reigns will abklopfen. Kurz davor. Und Bryan verhindert es, erlaubt es nicht. Aber warte mal, Daniel Bryan jetzt mit seinem eigenen Aufgabemanöver. Mit dem Yes-Lock. Crossface und Yes-Lock. Und Kopfnüsse hin und her. Sag mal, keiner lässt los hier bei Roman Reigns und Daniel Bryan jetzt der Mann mit der Oberhand. Hätte Roman Reigns überhaupt aufgeben können? Ich glaube, Roman Reigns ist K.O. gegangen. Also die Augen gingen auf jeden Fall zu. Schau dir den Blick an von Daniel Bryan. Darauf haben wir jahrelang gewartet, dass wir diesen Daniel Bryan sehen. Diese animalische Seite von ihm. Nicht vergessen, worum es geht, ihm um den Universal Champion Titel. Aber sag davor noch, du hast deinen Nacken. Der ist immer in Gefahr. Oder du hast einen Bad Neck und stampft dann auf den Nacken von Edge. Das ist das, wie du schon gesagt hast, Calvin, die animalische Seite. Einen schlechten Nacken. Er hat eine Triple Fusion OP gebraucht dafür. Und Daniel Bryan nutzt das alles jetzt aus für seinen Moment, nochmal im Main Event einen Champion-Titel gewinnen zu können. Oh, Spear von Edge! Das war Instinkt oder Verzweiflung, ich weiß es noch nicht. Spear! Noch ein Spear! Ist das gelungen? Edge wird Champion 1, 2 und Daniel Bryan! Alles erlaubt, alles erlaubt! Darf er natürlich tun in diesem Match? Edge kann es nicht fassen. Ja, keine Frage, Edge hat das Match schon gewonnen gehabt. Quasi. Und ich glaube, Edge wird jetzt durchdrehen. Edge wird jetzt völlig verrückt werden. Es war wirklich verzweifelt gemacht von Daniel Bryan, aber Mann, war es klug, Tim. Das Einzige, was Daniel Bryan noch machen konnte, um hier noch eine Chance auf den Titel zu haben. Und dafür wird er jetzt bestraft. Schau dir doch mal den Blick an bei Edge. Oh nein. Den Rücken von Daniel Bryan. Schickt jetzt Daniel Bryan noch mal zurück in den Ring. Und das ist ein gefährlicher Edge. Absolut, besonders weil es durch einen Mann kam. Wo Edge sagte, er hat nichts in diesem Match verloren. Meine Güte! Er zerbiegt den Stahlstuhl auf den Rücken von beiden Männern. Ja, besser gesagt, er zerbiegt im Moment den Körper.
Oh nein. Wir machen uns Sorgen um den Nacken von Edge, aber ich glaube, wir machen uns gleich Sorgen um die Nacken von Reigns und Bryan. Und es gibt an Zeit anscheinend ein Concerto. Anscheinend in Stereoform. Oh! Concerto für Daniel Bryan. Und Jey Uso ist wieder da. Ja, Uso jetzt in letzter Sekunde rettet er nochmal. Spear für Jey Uso. Aber rettet er damit nochmal Roman Reigns vor diesem Concerto. Vater Roman Reigns vor Schlimmeren. Und Spear von Reigns. Und das war's vielleicht mit den Träumen von Edge. Bryan natürlich leblos auf der anderen Seite des Ringes. Roman Reigns legt sich nun Edge zurecht. Totale Absichten von Roman Reigns. Concerto auf Edge. Und jetzt ein doppelter Pin. 2, 3. Here is your winner, and still the Universal Champion, Roman Reigns. Mit einem Statement bleibt Roman Reigns Universal Champion. Aber man muss es sagen, Jey Uso kam in letzter Sekunde richtig dazu. Ja, wie immer in der Titelregentschaft von Roman Reigns. Er steckt in Schwierigkeiten, kurz davor den Titel zu verlieren. Und dann taucht ein Jey Uso auf. Nichtsdestotrotz, Roman bleibt Universal Champion. Bei der Show der Shows, der Head of the Table regiert weiter.